Meine Damen und Herren, aus dem Stüsser Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Für viele Jugendliche ist der Abiball ein schöner Abschluss für, wie bei mir, 25 Jahre Schule. Da wird sich dann herausgeputzt, fast schon wie in Amerika bei der dortigen Prom Night. Dass das aber etwas schief gehen kann, hat eine 18-jährige Schülerin in Berlin erlebt, die, weil sie wollte, dass diese Nacht für sie und ihre Mitschüler die schönste in ihrem bisherigen Leben wird, sich dabei massiv verschuldete. Denn am Ende war die Feier mehr als überdimensioniert. So gab es unter anderem einen roten Teppich, Musiker, Essen und Trinken. Es wurde sogar extra ein Fotograf engagiert, jedoch wurden nicht wie geplant 380 Karten verkauft, sondern nur etwa 120. Und so entstand der 18-Jährigen ein Verlust von knapp 2000 Euro. Dabei war der Abiball wirklich das Highlight dieser Saison. So schauten unter anderem Beyoncé und Ariana Grande extra für Selfies mit den Schülern vorbei. Der finanzielle Schaden wäre sogar noch höher ausgefallen für die 18-Jährige, hätte die Band, die beim Abiball aufgetreten ist, nicht schon im Vorfeld auf ihre Gage verzichtet, sondern auch extra 1000 Euro bezahlt, nur um auftreten zu können. Denn die Mitglieder der Hannoveraner Rockband Scorpions sind froh über jede Minute, die sie nicht im Altersheim sein müssen. Münster. Gewinnspiele sind schon sehr verlockend, seien es Reisen zu exotischen Ländern oder tolle Geldpreise. Und gerade diese Gewinnspiele überschwemmen fast alle sozialen Netzwerke. Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn im Normalfall sind diese Gewinnspiele nur ein Versuch, die Teilnehmer abzuzocken. Sei es, um an persönliche Daten zu kommen, um diese dann weiterverkaufen zu können oder um damit nur die eigenen Followerzahlen schnell zu erhöhen. Besonders dreist ist ein Gewinnspiel auf Facebook, das vorgibt, für Ford einen T6 Camper zu verlosen. Alles, was man dafür tun muss, ist nur den Gewinnspielbeitrag zu teilen und das Wort Danke als Kommentar zu hinterlassen. Jedoch muss man dazu sagen, dass die Macher dieses Fake-Gewinnspieles nicht wirklich clever vorgegangen sind. Erst einmal gibt es gar keinen T6 von Ford, sondern nur von Volkswagen. Und außerdem ein soziales Netzwerk namens Facebook. Wirklich? Kein Schwein will sich doch auf einem Netzwerk wie Facebook registrieren, das einzig und alleine nur mit dem schamlosen Verkauf der persönlichen Daten seiner User Geld verdienen würde. Und dann vermutlich noch sogar eine Art Kryptowährung erfindet, um noch mehr abzuzocken. Facebook. Was kommt als nächstes? Eine Paste, mit der man sich die Zähne einreiben kann? Am besten dafür noch auf eine Art Bürste? Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Washington. Wer kennt das nicht? Irgendein Stalker oder Troll spammt einen bei Twitter voll und die beste Möglichkeit, diesen ruhig zu stellen, ist es, ihn einfach zu blocken. Und nein, Tante Erna, diese privaten Nachrichten, die du über Twitter immer bekommst, sind Spam. Denn diese sogenannten Boner-Pills haben mit Paläontologie so viel zu tun, wie ich mit journalistischen Standards. Trotzdem darf ich Tante Erna nicht blocken. Und vor allem noch weniger darf das nur Donald Trump. Denn nicht nur ein Bundesrichter hat dies entschieden, sondern gleich 3. Denn kein Mitglied der US-Regierung darf irgendjemanden auf Twitter blocken, da das gegen den von der Verfassung garantierten Informationszugang verstößt. Daraufhin wurde Donald Trump angesprochen und gefragt, was er denn von dem Urteil der 3 Bundesrichter hält, und er meinte, ein Bundesgericht hat mal wieder gegen mich entschieden, keine Ahnung was, weil ich alle Bundesgerichte blocke, denn jeden Tag werden Klagen gegen mich eingereicht. Geht es wieder um meine geheime russische Familie, die ich mit meiner Frau Wladinella Putinella habe, oder ist wieder eins meiner Hotels pleite? Ach so, es geht darum, dass ich niemanden blocken darf. Aber das mit der geheimen Familie hast du jetzt nicht aufgeschrieben, oder? Zum Glück habe ich nicht von meinem geheimen Obama-Tattoo geredet. Mailand. Dass man durch Lesen sehr viel lernen kann, ist klar. Ich persönlich denke aber auch, dass mich allein das Spielen von Red Dead Redemption 2 zu einem besseren Cowboy gemacht hat. Allerdings ein Cowboy mit einer mehr als fragwürdigen Vorstellung von Gut und Böse. Eine Studie der Katholischen Universität des Heiligen Herzens von Mailand, bester Klarname ever, kommt jedoch zu anderen Ergebnissen. Nämlich, dass Spieler dazu neigen, ihre durch Videospiele erlernten Fähigkeiten massiv zu überschätzen. Unterstützt werden diese Ergebnisse auch von einer für Census-Wide durchgeführten Studie bei Personen, die tagtäglich Rennsimulationen spielen und ihre realen Fahrkünste mit 8,7 von 10 Punkten angeben.
Jedoch gaben diese virtuellen Hamiltons auch an, dass sie selber im Durchschnitt schon 1,3 Unfälle hatten. Dabei liegt der Durchschnitt bei nicht videospielenden Menschen bei 0,6 Unfällen. Das alles zeigt nur eins, dass Videospiele doch helfen können, besser zu sein als der typische Non-Player. Man darf halt nur nicht die passenden Spiele spielen. Red Dead zum Beispiel hilft einem dabei, ein besserer Autofahrer zu werden, mit weniger Unfällen im Real Life, aber man ist dafür halt ein schlechter Cowboy. Einzig die mehr als fragwürdige Vorstellung von Gut und Böse als Autofahrer könnte dann immer noch ein Problem darstellen. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Ajour Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Ajour Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Kenner unserer kleinen Fernsehsendung sollten mittlerweile wissen, dass ich ziemlich frankophil bin. Das heißt, dass ich viele Menschen kenne, die Frank heißen. Frank Zander, Frank Steffel, Frank Ribery, Frank Beckenbauer, Frank Bieber. Allerdings bin ich auch ein Liebhaber der französischen Kultur und der Französinnen an sich. Leider gibt es für diese Art der Zuneigung kein passendes Wort im Deutschen. Deshalb war ich angetan, als ich im Le Plat de Jour saß, eine Soupe de Jour bestellte und dazu noch die Tagessuppe, denn ich bin ja kein Bauer, und dann das Ajour Magazin sah, das am Nachbartisch saß, eine Gouloir rauchend und ein Kaffee Jour trank. Ich nahm all meinen Mut zusammen und setzte mich zu ihr und meinte dann mit einem verträumten Blick im perfekten Französisch: Je suis perdu. S'il te plaît, ramenez-moi, c'est ma maman. Aber das Ajour Magazin ging nicht auf meine Avancen ein, sondern rannte einfach schreiend weg. So konnte ich ihr nur noch hinterherrufen: Maman, Maman, je porte souvenir féminin. Deshalb, liebes Ajour Magazin, die traurig gelbe Lady Fake Nelke an dich, wir würden dich gerne unter unsere Beobachtung stellen. Das waren die Lately News, wir sind wieder am Dienstag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.